Hallo Freunde, in diesem Video spreche ich über Drogenaktivismus. Wie immer leite ich erstmal das Thema ein, spreche dann darüber, wie relevant das Thema Drogen in Deutschland und Österreich eigentlich ist, dann über einige mögliche Gründe, warum bisher so wenig passiert ist und zum Schluss spreche ich über Möglichkeiten, aktiv zu werden und stelle da im Besonderen die SSDP, das sind die Students for Sensible Drug Policy und PsyCare vor. Und zum Schluss stelle ich noch die Initiative My Brain, My Choice vor. Die Petition für eine grundlegende Drogenpolitik in Deutschland. Unterschreibt die Petition, liest euch das durch und genau, supportet das bitte. So, los geht's. Als weißer Mensch und als Frau kann man sich, was Drogen angeht, aus meiner eigenen Erfahrung relativ viel erlauben. Man wird kaum kontrolliert und das ist vermutlich auch einer der Hauptgründe, warum in dem Bereich bisher so wenig passiert ist. Die Entkriminalisierung bzw. die Tolerierung vom Konsum, zumindest an manchen Orten, ist also Segen und Fluch gleichzeitig. Also warum handeln und aktiv werden, wenn man eher an sein Zeug rankommt und im Normalfall keine Probleme damit bekommt? Warum nicht einfach mehr oder weniger heimlich konsumieren? Weil sich so eben nichts ändert. Seht es mal so, wenn man selber verstanden hat, dass etwas massiv schief läuft, was hat man dann für Optionen? Entweder weggucken und seine Privilegien als weißer Scheißer nutzen. Oder nächster Schritt, sich informieren. Und informieren ist auch super wichtig. Sich zu informieren ist der erste Schritt, um aus seinem eigenen, im Allgemeinen und im Vergleich doch recht bequemen Leben herauszukommen. Und dann kann man diese Informationen in sich reinfressen, man kann unzufrieden sein, frustriert sein, man kann Daniela Ludwig scheiße finden, man kann rumhaten, dass Cannabis nicht legal ist. Aber was resultiert daraus? Leider passiert nur damit, dass man sich informiert und rumhatet, wenig. Deshalb würde ich raten, sich umzuschauen, herauszufinden, wo man sich engagieren kann. Zur kurzen Einordnung des Ausmaßes. In Deutschland konsumieren ca. 3 bis 4 Millionen Menschen regelmäßig illegale Drogen und die meisten davon konsumieren Cannabis und 500.000 Menschen konsumieren regelmäßig auch etwas anderes. Also wir sehen schon, das Thema betrifft viele Menschen. Und auch die Menschen, die selber keine illegalen Drogen konsumieren, kennen vermutlich Menschen, die Drogen konsumieren und die auf die eine oder andere Weise schon Probleme damit bekommen haben. Zum Beispiel durch eine Abhängigkeit, durch verantwortungslosen, unaufgeklärten Konsum, durch den Konsum von Substanzen, wo sie sich nicht sicher waren, was es war, durch den Verlust des Führerscheins oder durch den Kontakt mit der Justiz, etc. Und obwohl das Thema doch relativ präsent ist, gibt es relativ wenige Möglichkeiten, sich in dem Bereich zu engagieren. Ich war zum Beispiel vor Corona auf der Suche nach einem Praktikumsplatz und habe leider nicht sonderlich viele Stellen gefunden, die sich dem Thema fundiert und objektiv nähern. Außerdem bekommen diese Stellen dann viele Bewerbungen und sind meistens auch echt ziemlich heftig unterfinanziert. Wenn ihr Ideen habt, wo ich oder irgendjemand anders sich engagieren kann, schreibt es doch bitte in die Kommentare. So, wir sehen, es konsumieren nicht wenige Menschen. Es gibt einen großen Bedarf, über das Thema aufzuklären, Hilfsangebote wie zum Beispiel Konsumräume auszuweiten, Forschung weiter voranzutreiben etc. Ich finde, da müsste es viel mehr Möglichkeiten geben. Aber die wird es erst geben, wenn sich mehr Menschen intensiv damit auseinandersetzen, sich einsetzen und sich politisch engagieren. Und das passiert auch immer mehr, aber wir stehen da noch ganz am Anfang. Ich bin mir sicher, dass es in jeder Stadt Menschen gibt, die konsumieren. Und ich bin mir auch sicher, dass es in jeder Stadt Menschen gibt, die sich dafür interessieren, was da alles dahinter steht. Die Ungerechtigkeiten sehen und die sich für eine drogenmündigere Gesellschaft einsetzen wollen. Drogenaktivismus ist natürlich ein heikles Thema. Ich habe schon öfter gehört, dass sich Leute für das Thema interessieren, aber dass es aufgrund von Job oder der Familie schwer wäre, sich da einzusetzen. Und ich kann da nicht darüber urteilen und das will ich auch gar nicht. Ihr könnt euch dann aber trotzdem einsetzen, zum Beispiel könnt ihr spenden oder Aufgaben für die Gruppe übernehmen, eure Skills einbringen, euch trotzdem connecten. Ihr könnt zum Beispiel Flyer designen oder Videos schneiden oder recherchieren oder im Hintergrund mitorganisieren. Nicht jeder muss, so wie ich, in die Öffentlichkeit damit treten. Jeder hat Skills und jeder hat Möglichkeiten, sich da einzubringen. Also versucht es, connectet euch. Lasst Angst und Apathie euch bitte nicht davon abhalten, das zu tun, was ihr wichtig findet. Bitte lasst das nicht zu. Das Leben ist viel zu kurz und zu wertvoll. Und dafür steht die Welt auch gerade einfach viel zu hart in der Scheiße. Ich glaube, es sollte klar sein, dass bei den Treffen natürlich nicht konsumiert wird und auch nicht gedealt wird. Es geht um Aufklärung, nicht um Konsum. Und für Konsum gibt es genug andere Orte. Ich habe schon mit verschiedenen Leuten aus Wien und Berlin gesprochen und da gab es zum Beispiel noch nie Probleme mit der Polizei. Aufklärung ist nicht verboten. Aber ich glaube, dass durch die generell ängstlich-paranoide Stimmung und vielleicht auch durch negative Erfahrungen mit der Polizei dieser Eindruck entstehen kann und dass man sich Sorgen macht. Und das ist auch ganz natürlich. Offen über ein Thema zu sprechen, das so verpönt ist und das so im Untergrund ist, ist natürlich erstmal komisch. Aber so beginnen Veränderungen. Ich kann euch nur dazu einladen, mal darüber nachzudenken, euch zu outen, offen darüber zu sprechen und vielleicht werdet ihr überrascht.
Vor allem, weil es halt auch darum geht, auf Missstände hinzuweisen, auf die ganzen negativen Folgen durch die Drogenpolitik, durch den Drogenkrieg, durch gestreckte Substanzen etc., für die niemand etwas kann, außer unser politisches System, das auf Gesetzen aufgebaut ist, aus den 60ern und auf den 70ern, die nie kritisch ins Auge gefasst wurden von Leuten, die es müssten. Die Welt wird sich nicht ändern, wenn wir alle mehr oder weniger gut informiert und in unseren Häusern sitzen und frustriert sind, weil die Welt so ist, wie sie ist. Und die Welt wird sich auch nicht ändern, wenn wir die Verantwortung bei der Politik lassen. Warum und wie aktiv werden? Die Veränderung, die beginnt bei uns, vor allem bei uns jungen Menschen, bei jedem Einzelnen. Und deshalb ist freiwilliges Engagement so wichtig. Und da gibt es Gruppen, die sich dem Thema schon annehmen und die man vielleicht schon in der Stadt finden kann oder die man auch selber gründen kann. Zum Beispiel die SSDP oder PsyCare oder Eclipse auch. Mittlerweile knapp 15 Gruppen vom Handverband. Ansonsten kann man auch bei politischen Parteien nachfragen, ob es drogenpolitische Arbeitsgruppen gibt. Den Großteil dieser Gruppen gibt es bisher leider hauptsächlich in Wien und in Berlin und die SSDP gerade auch im Aufbau in Graz. Bei Parteien beim Handverband kenne ich mich persönlich nicht so aus, deshalb gehe ich da auch nicht näher drauf ein. Und da ich selber bei der SSDP und bei PsyCare involviert bin, erzähle ich euch jetzt mal ein bisschen was darüber. Die SSDP, das ist eine weltweit vertretene Organisation. Und natürlich sind nicht nur StudentInnen willkommen, sondern alle. Wir sind ja alle StudentInnen des Lebens. Aber gut, warum Students? Die Organisation wurde vor knapp 20 Jahren gegründet in Amerika von StudentInnen. Und von StudentInnen, weil diese in Amerika oft auf dem Campus wohnen und wenn diese mit Drogen erwischt wurden oder werden, dann kann es das gewesen sein. Exmatrikulation und Sitzen bleiben auf den Schulden. Wurde also von StudentInnen ins Leben gerufen. Und jetzt gibt es mittlerweile 300 Gruppen in 32 verschiedenen Ländern. Die SSDP setzt sich für eine sinnvolle Drogenpolitik ein. Das heißt, sie macht politische Arbeit. Sie setzt sich aber auch für Aufklärung ein, in Form von Workshops und Vorträgen. Sie haben auch die Just Say No-Kampagne gegründet. Und sie setzen sich für Harm Reduction und Safer Use ein. Dabei befürworten sie den Konsum nicht, aber sie verdammen ihn auch nicht, sondern sie sind sich einfach darüber bewusst, dass konsumiert wird und dass die Schäden extrem reduziert werden können, wenn offen und ehrlich über das Thema gesprochen wird. Die Möglichkeiten sind also so weit gefächert wie die Menschen, die sich engagieren. Wir wollten zum Beispiel eine Fahrraddemo zum Bicycle Day am 19. April organisieren. Ansonsten kann man aber auch natürlich kreatives Zeug machen, wie T-Shirts bedrucken oder so. Oder auch Aufklärungstische in der Uni oder auf Partys aufstellen. Vieles ist möglich und ich werde auch noch Videos zur SSDP machen. Das ist jetzt so der grobe Umriss. Ende des Monats, am 26. Juni, findet übrigens der International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking statt. Da könnt ihr euch informieren. In den Philippinen werden an dem Tag zum Beispiel viele Leute hingerichtet. Und die in London basierte Organisation Support Don't Punish hat den Tag umgemünzt in den Drug Action Day, an dem darauf hingewiesen wird, dass Menschen, die Drogen konsumieren und Probleme damit haben, unterstützt werden müssen, anstatt bestraft und getötet. Und für den Tag ist in Berlin und in Wien auch schon einiges in Planung. Also falls euch das interessiert, liked die Gruppen bei Facebook und bleibt informiert. PsyCare Austria ist ein recht frischer Verein, der Freiwillige auf Festivals schickt, bei denen sie helfen, wenn jemand Hilfe braucht, zum Beispiel zu viel genommen hat oder zu viel gemischt hat oder aus irgendeinem anderen Grund Hilfe, Unterstützung, ein offenes Ohr oder einen ruhigen, sicheren Ort braucht oder was auch immer. Zu den Aufgaben gehört außerdem noch interessierte Menschen über Drogen aufzuklären und Safer-Use-Materialien zu verteilen, wie zum Beispiel Ziehröhrchen, aber auch Kaugummis, Wasser, Magnesium, Calciumtabletten oder was ein Druppi sonst noch so brauchen könnte. Ich war letztes Jahr selber bei einem Festival und es war mega schön. Das Festival war mega schön und liebevoll und künstlerisch und super gestaltet. Das Team war super toll und selbst ich, introvertierter Käfer, habe alle direkt ins Herz geschlossen und es war super schön und Liebe geht raus an euch alle. Danke. PsyCare ist eine super Möglichkeit und eine einmalige Möglichkeit, Einblick in diese Bereiche zu bekommen. Also, falls euch das interessiert, guckt euch das an. Ich habe es euch unten verlinkt. Und wenn ihr in Berlin oder in der Nähe seid, könnt ihr euch bei Eclipse e.V. Nachgucken. Das ist eine Gruppe, die macht das schon seit Ende der 90er und sie ist unter anderem bei der Fusion unterwegs. Genau, zum Schluss würde ich euch gerne noch auf die Initiative zweier Berliner Girls aufmerksam machen, die schon seit mehreren Jahren ganz tolle drogenpolitische Arbeit leisten. Die Initiative heißt My Brain, My Choice und sie haben diese Woche eine Kampagne für eine grundlegend neue Drogenpolitik gestartet und ich würde euch jetzt alle bitten, runter zu scrollen, auf den ersten Link in der Beschreibung zu klicken, die Petition, euch das durchzulesen und zu unterschreiben und sie bitte auch zu teilen. Es kostet nichts, es dauert nur ein paar Sekunden und es setzt ein Zeichen. So, das war's von mir diese Woche. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Anregungen und Ideen liefern und ein bisschen erklären,
was ich sonst so treibe, außer YouTube-Videos zu machen. Ich hoffe, ich konnte ein paar Sorgen aufweichen. Und wenn ihr in Berlin, Wien oder Graz seid, dann kommt bitte gerne zu einem Treffen vorbei. Wir freuen uns immer über interessierte, engagierte Leute. Je mehr wir werden, desto mehr können und werden wir erreichen. Und wenn ihr woanders seid und was starten wollt, die SSDP, die unterstützt einen dabei. Ich bin selbst frisch dabei, so das irgendwie zu machen. Und ja, kein Stress. Guckt euch das an. Lasst euch da helfen. Sprecht mit Leuten, die sich auch für das Thema interessieren. Und stellt was auf die Beine. Ja, da lernt man so viel für sich selbst, für das eigene Leben und leistet einen ganz wichtigen Beitrag, etwas, was wir jetzt brauchen. Genau, das war's von mir diese Woche. Stay safe, bis zum nächsten Mal. Get active, get involved und bis dann.